Wir wissen, dass das erste in Dienst gestellte 5. Generation Kampfflugzeug in der United States Air Force die F-22 Raptor ist. Der Name dieses Flugzeugs, der Raubvogel, bedeutet, klingt zwar einschüchternd, aber er verdient diesen Namen vollkommen. Die F-22 Raptor ist ein überlegenes Kampfflugzeug mit fortschrittlicher Technologie, modernen Avioniksystemen und äußerst effizienten Triebwerken, die Luftüberlegenheit gewährleisten. Es ist eine konkurrenzlose Kampfmaschine. Viele Länder auf der Welt möchten die F-22 besitzen. Warum verkauft Amerika sie dann nicht an andere Länder? In den 1970er Jahren begannen intensive Forschungen im Bereich der 5. Generation Kampfflugzeuge in den USA, um neue Flugzeuge anstelle der F-15 entwickeln zu können. Die führenden amerikanischen Flugzeughersteller, darunter Northrop Grumman, Rockwell Collins, Boeing und Lockheed Martin, haben sich um einen Auftrag zur Entwicklung einer neuen Kampfmaschine beworben. Die Ausschreibung wurde mit einer Vielzahl von Prototypen durchgeführt. Der Prototyp von Lockheed Martin übertraf die anderen Konkurrenten. Nach Beginn der Produktion war Lockheed für die Montage und Bewaffnung der F-22 verantwortlich, während Boeing für die Flügel, die Rumpfkonstruktion, die elektronischen Systeme, die Wartung und die Schulungssysteme zuständig war. Das F-22-Programm wurde 1983 umgesetzt. Der Erstflug dieses Kampfflugzeugs fand am 19. November 1990 statt und die Serienproduktion begann im Jahr 2001. Ab Dezember 2005 war das Flugzeug in den USA im Einsatz. Die F-22 Raptor ist eine wichtige Einheit der Globalstrike Task Force. Sie wurde entwickelt, um die Lufthoheit über weite Strecken schnell zu erlangen und Bedrohungen abzuwehren, die den Zugang der US-Luftstreitkräfte, des Heeres und des Marinekorps behindern. Schätzungen verschiedener Quellen zufolge liegt der Preis einer F-22-Kampfmaschine zwischen 130 und 180 Millionen US-Dollar. Obwohl die F-22 in Bezug auf andere bekannte oder geplante Kampfflugzeuge überlegen war, wurde das 62 Milliarden US-Dollar teure F-22-Programm im Jahr 2012 eingestellt und die Produktion der Flugzeuge wurde eingestellt. Die F-22 war einst das teuerste und fortschrittlichste Kampfflugzeug der Welt. Ein weiteres 5. Generation Kampfflugzeug, das von der US Air Force akzeptiert wurde und eine kostengünstigere Entwicklung hatte, war die F-35, die mit demselben System ausgestattet war. Die Kosten für ein F-35-Flugzeug betragen durchschnittlich 100 Millionen US-Dollar. Während der Entwicklung der F-22 beschloss der US-Kongress, dass die USA diese Technologie mit niemandem teilen sollten, einschließlich ihrer Verbündeten. Dennoch waren es die Verbündeten der USA, die das fortschrittlichere F-35-Kampfflugzeug als erste einsetzten. Israel war im Jahr 2016 das erste Land, das das F-35-Kampfflugzeug erhielt. Im Mai 2018 zeigte die israelische Luftwaffe Fotos der Flugzeuge über der libanesischen Hauptstadt Beirut und berichtete von 2 Luftangriffen an 2 verschiedenen Fronten. Wenn der Verkauf des F-22-Kampfflugzeugs an amerikanische Verbündete genehmigt würde, würden sich natürlich die Kosten für Forschung und Entwicklung teilweise verringern. Die Weitergabe der fortschrittlichen Tarnkappen und Digitaltechnologien des F-22 Raptor an ausländische Länder wurde jedoch verhindert, um sicherzustellen, dass diese Technologien nur in den USA verbleiben. Das Entwickeln dieser Technologien auf eigene Faust würde Milliarden von Dollar und viele Jahre dauern. Warum sollten Länder, die Verbündete der USA sind, sich die Mühe machen, diese Technologie selbst zu entwickeln, wenn sie kaufen können? Derzeit scheint die Türkei das einzige Land zu sein, das dies tut. Der Grund dafür ist, dass die Türkei aus dem F-35-Programm ausgeschlossen wurde. Daher hat die Türkei unverzüglich begonnen, ihr eigenes 5. Generation Kampfflugzeug zu entwickeln. Wenn wir zum Thema zurückkehren, können andere Länder diese Technologie nur erwerben, indem sie F-35-Kampfflugzeuge kaufen, da F-22-Kampfflugzeuge nicht verkauft werden können. Israel und die Verteidigungskräfte Japans haben großes Interesse daran gezeigt, einige F-22 Raptors zu erwerben. Wenn Japan dazu in der Lage gewesen wäre, hätten auch Südkorea, Singapur, Australien und sogar China Interesse an einem Kauf gezeigt. Japans Nachbarn sind nach wie vor besorgt über eine Wiederaufnahme von Konflikten auf der Inselnation.
Insbesondere nach der Entwicklung fortschrittlicher Strid-Kampfflugzeuge durch Chinas Luftstreitkräfte ist der Bedarf an Strid-Kampfflugzeugen unter den amerikanischen Verbündeten wichtiger denn je geworden. Basierend auf den erhaltenen Informationen ist der US-Kongress besorgt darüber, dass Israel China bei der Technologieübertragung für die Entwicklung seiner J-10-Kampfflugzeuge unterstützt. Daher könnte bei einem Verkauf des F-22 an Verbündete, insbesondere an Israel, das Risiko bestehen, dass diese geheime Technologie in die Hände Chinas oder Russlands gelangt. Obwohl die F-35 fortschrittlicher ist das Unsichtbarkeitssystem der Radar in der F-22 dem der F-35 bei weitem überlegen. US-Beamte haben viele Debatten darüber geführt, ob dieses Gesetz aufgehoben werden soll oder nicht. Das Verteidigungsministerium bleibt in dieser Angelegenheit neutral, aber Gegner dieses Gesetzes argumentieren, dass die Wiederaufnahme der Produktion von F-22 es der amerikanischen Industrie erheblich zugutekommen würde. Das F-22-Produktionsprogramm wurde aufgrund seiner hohen Kosten eingestellt. Darüber hinaus gehörte die Produktion von Flugzeugen zur Bekämpfung sowjetischer Jäger nicht zu den obersten Prioritäten des US-Militärs. Das US-Militär kaufte lediglich 183 F-22 Raptors, was deutlich weniger ist als die vorgeschlagenen 381 Stück. Nachdem China und Russland begonnen haben, Flugzeuge der neuen Generation zu produzieren, hat die US-Luftverteidigung die Anzahl der F-22s verdoppelt. Warum verkauft Amerika dann an Verbündete wie Israel und Japan das fortschrittlichste Mehrzweckkampfflugzeug F-35? Denn die F-35 wurde von Anfang an als ein international entwickeltes Kampfsystem konzipiert. Außerdem unterstützen diese verkauften Flugzeuge die Verbündeten bei der Deckung der Kosten. Lockheed Martin, einer der weltweit führenden Hersteller von Strid-Flugzeugen, schlug am 22. April 2018 Japan eine neue Hybridlösung vor, die auf den starken Technologien aus den F-32-Forschungen basiert und die amerikanischen Luftstreitkräfte mühelos zwischen dem F-22 Raptor und dem F-35 übertreffen könnte. Japan wollte seit Jahren den langreichweitigen Strid-Jäger F-22, der perfekt den Verteidigungsbedürfnissen der Vereinigten Staaten entspricht. Aufgrund der fortgeschrittenen Technologie, die im Flugzeug verwendet wird, weigerte sich Amerika jedoch, es an Verbündete zu verkaufen. Diese Entscheidung wurde jedoch im Jahr 2007 getroffen. Ein weiteres Problem außerhalb der USA war, dass Amerika bereit war, den in den Ruhestand versetzten F-22 an Japan zu verkaufen. Im Jahr 2020 entschied Amerika, F-35 an Japan zu verkaufen, aber ein Luftkampfexperte vom Royal Armament Institute sagte, das Design des Flugzeugs macht es nicht ideal. Insbesondere ist die F-35 ein Angriffsflugzeug. Es wurde entwickelt, um stark befestigte Ziele an Land anzugreifen. Aufgrund seiner Größe, des einzelnen Motors und der Art der Konstruktion sind seine Fähigkeiten im Luftkampf begrenzt. Daher möchte Japan ein Flugzeug, das mehr auf die Luftüberlegenheit in Tokio fokussiert ist, während russische und chinesische Jets kontinuierlich die japanische Luftraum bedrohen. Die F-22 kann auch mit voller Leistung bei etwa 60,000 Fuß fliegen, was fast 1,5-fache Schallgeschwindigkeit bedeutet. Dies ermöglicht es ihr, in kurzen Schüben unglaubliche Entfernungen zurückzulegen und ihre Tarnung aufrechtzuerhalten. Die F-35 ist ein fähiger Kämpfer, kann aber nicht mit solchen Geschwindigkeiten erreicht werden, insbesondere nicht mit großen Raketen. Die F-22 ist in Luftüberlegenheitsmissionen deutlich leistungsfähiger. Japans Vorliebe für große Raketen, die auf Schiffe abgefeuert werden können, aber das Problem, dass die F-35 diese Waffen aufgrund ihrer geringen Größe nicht im geheimen Waffenlager aufbewahren kann, verursacht. Im März 2022 führte die japanische Luftverteidigung unter dem Schatten von Bedrohungen aus Russland und China erstmals gemeinsame Übungen mit den amerikanischen Streitkräften durch und verwendete dabei fortschrittliche F-35A Strid-Kampfflugzeuge. Die empfindliche Technologie, die von der F-22 verwendet wird, ist zwar älter und weniger fortschrittlich, aber die Fortschritte in der Technologie machen es wahrscheinlich notwendig, die F-22 wieder in Betrieb zu nehmen. Obwohl die Kosten für die Fortführung der F-22
Produktion als unwichtig angesehen werden, ist bekannt, dass viele Chips und Teile nicht mehr hergestellt werden, selbst wenn Japan dafür bezahlen würde. Außerdem wird behauptet, dass moderne elektronische Teile, die kleiner sind, das Gleichgewicht des Flugzeugs stören und eine Aktualisierung der Flugsoftware erforderlich machen würden. Es besteht die Sorge, dass die aktualisierte Flugsoftware als ein neues Kriegsprogramm wahrgenommen wird und somit ein ernsthaftes Problem für die US-Luftwaffe darstellt. Infolgedessen besteht der Vorschlag von Lockheed Martin darin, eine neue F-22 zu schaffen, die mit F-35-Technologie gefüllt ist. Dadurch sollen die besten Merkmale beider Flugzeuge kombiniert werden, um ein makelloses Flugzeug zu schaffen. Wenn Lockheed Martin die Kosten decken kann, würde Japan nicht nur über ein ausgezeichnetes Kampfflugzeug verfügen, sondern auch über eine Flotte, die leistungsfähiger ist als alle derzeit von der US-Luftwaffe besessenen Flugzeuge. Auf diese Weise würde die Wiederbelebung des F-22 Raptor ermöglicht, des besten Kampfflugzeugs zur Erlangung der Luftherrschaft. Jedes Flugzeug kombiniert die besten Eigenschaften, um ein makelloses Flugzeug zu schaffen. Wenn Lockheed Martin die Kosten decken kann, würde Japan nicht nur über ein exzellentes Kampfflugzeug verfügen, sondern auch über eine Flotte, die leistungsfähiger ist als alle Flugzeuge, die die US-Luftwaffe besitzt. Dadurch würde der F-22 Raptor, das beste Kampfflugzeug für die Luftherrschaft, wiederbelebt werden. Es kommt eine neue Version des F-22 Raptor. Das US-Verteidigungsministerium möchte, dass die F-22 Raptor-Flotte der US Air Force die wichtigste Verbesserung erhält, die bisher bei einem Stiedt-Kampfflugzeug durchgeführt wurde. Im Jahr 2021 hat Lockheed Martin einen bedingungslosen Vertrag über unbegrenzte Lieferungen im Wert von 10,9 Milliarden US-Dollar für fortschrittliche Upgrades und Unterstützung für den F-22 Raptor unterzeichnet. Nicht alle Details zu den geplanten Verbesserungen sind bekannt, aber es ist sicher, dass sie in den geheimen Kodierungen und digitalen Schnittstellen erfolgen werden. Die Arbeit wird voraussichtlich 10 Jahre dauern. Obwohl der F-22 zweifellos eines der besten Kampfflugzeuge der Welt ist, scheint es, dass er in naher Zukunft von Stiedt-Kampfflugzeugen der 6. Generation abgelöst wird. Bis jedoch ein leistungsfähigeres Kampfflugzeug der 6. Generation verfügbar ist, bleibt die US Air Force auf den Raptor angewiesen. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende geschaut haben. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu mögen. Bis wir uns wiedersehen. Auf Wiedersehen.